Hallo meine Freunde, hola Madridistas, willkommen zum schönsten Tag der Woche. Es ist Spieltag. Zumindest für euch, wenn ihr dieses Video seht. Ihr seht schon, der Hintergrund ist anders. Ich nehme das Video auch zu einer anderen Uhrzeit auf, denn dieses Video nehme ich Samstagabend auf oder Nacht, wie man es nimmt. Gerade ist das Spiel Atletico Madrid gegen Osasuna abgepfiffen worden und ich habe mich vor die Kamera gesetzt, denn morgen früh hat mein Sohn ein Ligaspiel, da werde ich natürlich gebraucht, werde ihn lauthals anfeuern und du, der dieses Video gerade guckst, wenn du einen Daumen übrig hast, drück meinem Sohn doch mal die Daumen, vielleicht gewinnt er ja. Ja, ob das Daumendrücken was gebracht hat, das erfährst du heute Abend, denn natürlich werde ich heute Abend einen Watch-Along machen zu dem sehr wichtigen Spiel Getafe gegen Real Madrid. Ja, und ich würde mich freuen, wenn so viele wie möglich von euch zusammen mit mir Real Madrid anfeuern. Ja, heute in dem Video unterhalten wir uns natürlich über das Spiel. Wir schauen uns die Kaderliste an, wir schauen uns das Abschlusstraining an, wir schauen uns die erwartete Aufstellung an, aber auch die Aufstellung, die ich machen würde, wenn ich Trainer von Real Madrid wäre. Dann habe ich noch Themen rund zu unseren Rivalen, ein Thema zu Hansi Flick, was wir uns mal anschauen müssen, aber auch ein erfreuliches neues Thema zu Cristiano Ronaldo. Wie ihr hört, es wird auf jeden Fall ein vollgepacktes Video. Viel Spaß dabei. Ja, manchmal sollte ich lieber öfter auf mich selber hören, denn die ganze Woche erzähle ich, wie schwer so ein Spiel nach der Länderspielpause doch ist. Aber gleichzeitig habe ich gesagt, sowohl Barcelona als auch Atletico Madrid werden über ihre Gegner wegrollen. Ja, und genau das Gegenteil ist passiert. Barcelona hat um 16:15 Uhr angefangen gegen den Tabellen 19. Girona mit Hängen und Würgen und mehr Glück als Verstand durch ein Tor in der 93. Minute mit 2:1 gewonnen. Araujo hat die letzte Viertelstunde Mittelstürmer beim FC Barcelona gespielt. Der macht auch ausgerechnet das Tor. Der FC Barcelona hat ab der 65. Minute keine Torchance mehr kreiert, kommt in der 90., 93. einmal wieder nach vorne an den 16er und Araujo macht das Tor. Also dieses Spiel darf der FC Barcelona nie und nimmer gewinnen. Trotzdem haben die es getan und sind somit an der Tabellenspitze in La Liga einen Punkt vor uns. Das heißt, Real Madrid wird heute Abend gegen Getafe nochmal eine Schippe mehr Druck haben. Ja, und eine Sache ist doch immer wieder bemerkenswert, wie Heuchler sich immer wieder selber enttarnen und in diesem Fall Hansi Flick. Der Hansi Flick, der uns letzte Saison noch allen erklärt hat, die Schiedsrichter haben doch Familie, das sind doch nur Menschen, die machen doch Fehler. Ich als Trainer und als Spieler muss doch die Schiedsrichter schützen. Ja, es ist so einfach, die Schiedsrichter zu schützen, wenn die am ersten Spieltag zum Beispiel ein Tor durchwinken, obwohl der Gegner von Mallorca nach einem Gesichtstreffer im 16er liegt. Dann muss man die Schiedsrichter schützen. Wenn Rafinha eine glasklare rote Karte nicht bekommt, dann muss man die Schiedsrichter schützen. Wenn Lamine Yamal einen Elfmeter in Rayo Vallecano geschenkt bekommt, dann muss man die Schiedsrichter schützen. Aber heute, in einem Spiel, wo überhaupt nichts Dramatisches passiert ist, Hansi Flick holt sich zunächst einmal in der 85., 88. Minute eine rote Karte, weil er nicht aufhören konnte zu meckern. Derjenige, der doch die Schiedsrichter so sehr beschützen möchte, kann nicht aufhören zu meckern. Ja, und dann hat er sich aber an die rote Karte nicht gehalten. Der ist nicht in die Kabine gegangen, der ist einfach da stehen geblieben. Ja, und dann macht Araujo dieses wirklich glückliches Siegtor für den FC Barcelona. Und schaut euch mal die Reaktion von Hansi Flick an. Ja, hierzu habe ich euch mal was vorbereitet. Schaut euch das mal an. Die Schiedsrichter im Moment, wissen Sie, was sie hier in Spanien mit ihnen machen? Das ist unglaublich. Man muss auch an die Familien der Schiedsrichter denken, wissen Sie. Jeder von uns macht Fehler, jeder von uns. Okay? Und wenn es im Spiel passiert, dann ist es meiner Meinung nach die Verantwortung der Trainer und auch der Spieler, sie zu schützen. Denn sie sind Menschen und es ist normal, dass sie Fehler machen. Und kümmere dich um sie. Wir müssen sie schützen.
Man muss auch an die Familien der Schiedsrichter denken, wissen Sie, wir müssen sie schützen. Oh Hansi, du Heuchler. Ja, die Schiedsrichter müssen beschützt werden, indem du den da zweimal hier, ja, ihr wisst schon, was zeigt. Danach setzt er sich in die Pressekonferenz und sagt, nee, das war nicht an den Schiedsrichter. In Spanien haben sie sogar gesagt, in Deutschland feiert man so. Also ich habe über 40 Jahre in Deutschland gelebt und ich habe keinen so feiern sehen. Naja, wie gesagt, Heuchler enttarnen sich selbst. Hansi Flick, lasst euch von diesem Mann nie wieder irgendetwas erzählen. Er hat gestern wieder sein wahres Gesicht gezeigt. Ja, dann ging der Abend weiter und Atletico Madrid spielt abends gegen Osasuna. Und Atletico Madrid war die bessere Mannschaft, da erzähle ich euch nichts. Die haben auch irgendwann verdient das 1:0 gemacht. Doch diese 3 Punkte... Von diesen 3 Punkten gehören 2,9 Jan Oblak. Der macht in der 89. Minute eine unglaubliche Parade. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so eine geile Parade mit dem Fuß gesehen habe. Osasuna steht 5 Meter in der Mitte, komplett frei vom Tor. Der schießt den Ball links an Oblak vorbei. Doch Oblak streckt seinen Fuß aus. Der Ball prallt Millimeter am Pfosten vorbei. Atletico Madrid gewinnt auch mit Hängen und Würgen 1:0 gegen Osasuna. Damit man mal sieht, nach der Länderspielpause, wie schwer sich die Teams tun. Heute Abend hoffe ich, dass Real Madrid das gleiche Glück wie der FC Barcelona und Atletico Madrid haben und sich einen hauchdünnen Sieg holen. Wenn es höher wäre, würde ich das auch gerne mitnehmen. Ja, wie dem auch sei, das bedeutet für die Tabelle Folgendes. Ihr seht, FC Barcelona 1 Spiel mehr, zurzeit 1 Punkt vor uns. Atletico Madrid 1 Spiel mehr, 5 Punkte hinter uns. Also da haben wir noch einen kleinen Puffer. Trotz alledem steht Real Madrid heute unter Druck und muss die 3 Punkte gewinnen. Ja, die Jungs, die diese 3 Punkte holen sollen, sind übrigens die. Das ist nämlich die Kaderliste von Xabi Alonso. Ihr seht, wie ich euch gestern schon mitgeteilt habe, in der Abwehr fehlen immer noch Trent Alexander-Arnold, Dani Carvajal, Antonio Rüdiger, Dienhausen und Eder Militao. Ja, trotz alledem muss Xabi Alonso sich eine Abwehr zusammenbasteln. Welche, das erfahrt ihr gleich von mir. Ja, und im Mittelfeld fehlt Dani Ceballos. Und es ist irgendwie, ja, schon sehr interessant, dass ausgerechnet wieder Thiago Pitarch der Auserwählte ist von Xabi Alonso, um diesen Spot von Dani Ceballos zu ersetzen. Thiago Pitarch hat irgendwie eine ganz besondere Beziehung zu Xabi Alonso. Sobald er aus der U20-WM wieder zurück ist, war er direkt wieder im ersten Kader für das, wie gesagt, sehr schweres Spiel in Getafe. Ja, und unsere Jungs wissen, dass es ein schweres Spiel ist. Das hat man beim Abschlusstraining gespürt. Da ging es deftig zur Sache. Viele Tore, viele schöne Aktionen. Viel Spaß beim Abschlusstraining von Real Madrid. Ja, wie ihr seht, unsere Jungs geben Vollgas, unsere Jungs tun alles, damit sie möglichst fit zum Spiel gegen Getafe kommen.
Ja, und noch eine Information, dass ihr euch mental darauf schon mal vorbereiten könnt. Heute hat La Liga nämlich mitgeteilt, wer dieses Spiel pfeift, dieses so entscheidende Spiel, pfeift der Schiedsrichter, der uns letztes Jahr ganz alleine die 3 Punkte in Osasuna gekostet hat, Manuel Montero. Ja, also macht euch heute schon mal drauf gefasst, das Spiel gegen Getafe wurde gerade durch La Liga nochmal um ein Vielfaches schwerer. Ja, wie dem auch sei, bevor ich jetzt zur erwarteten Aufstellung komme und zu der Aufstellung, die ich machen würde, noch ein wunderschöner neuer Stat. Was ihr da seht, ist das unglaubliche Tor von The GOAT Cristiano Ronaldo. Das ist sein Profitor Nummer 949. Ihm fehlen nur noch 51 zu den 1000. Dieser Mann ist 41 und macht immer noch solche Traumtore. Also, wie gesagt, der absolute GOAT, 51 Tore noch und er hat die 1000 geknackt. Also ich werde jetzt nicht jedes einzelne von ihm zeigen im Laufe dieses Kanals oder dieses Videos, bis er die 1000 hat, aber dieses Wunderschöne wollte ich doch schon mit euch teilen. Ja, und jetzt, wie gesagt, kommen wir zu den Aufstellungen. Fangen wir erstmal mit der Aufstellung an, die erwartet ist und danach zu der Aufstellung, die ich machen würde. Ja, und die Aufstellung, die ich heute Abend erwarte, ist ein klassisches 4-3-3. Ich erwarte, dass Thibaut Courtois im Tor ist, Fede Valverde den rechten Verteidiger macht, in der Innenverteidigung Raúl Asensio und Eder Militão, links ein Carreras. Davor erwarte ich ein Dreier-Mittelfeld mit einem Aurélien Tchouaméni, einem Jude Bellingham und einen Arda Güler und vorne den Sturm, den wir alle schon seit Wochen bei Real Madrid vorne sehen, eine Vini Junior, ein Kylian Mbappé und ein Franco Mastantuono. Das ist die Aufstellung, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass Xabi Alonso diese Aufstellung heute Abend wählen wird. Ja, und jetzt kommen wir zu der Aufstellung, die ich machen würde. Die ist ein bisschen anders. Ich würde nämlich mit einem 3-5-2, 5-3-2 spielen. Man kann es nennen, wie man will. Im Tor auch Thibaut Courtois. Da bin ich mir mit Xabi Alonso einig. Mein rechter offensiver Außenverteidiger wäre Fede Valverde. In der Abwehr hätte ich auch einen Raúl Asensio und ein Eder Militão, aber ich hätte einen Tchouaméni, der immer wieder zwischen die Innenverteidiger fällt oder nach vorne Druck macht, wenn wir offensiv sind. Mein linker Außenverteidiger, dadurch eine Stufe offensiver, wäre auch Álvaro Carreras. Wir müssen gegen Getafe das Spiel öffnen, den Platz öffnen. Wir müssen über die Außen kommen, um die Abwehr möglichst weit auseinanderzuziehen und Räume für unsere Angreifer zu schaffen. Deshalb würde ich das so machen. Meine 3 Leute im Mittelfeld wären dann nämlich ein Eduardo Camavinga, ein Jude Bellingham, die sollen quasi die Box-to-Box-Spieler sein, den Ball von hinten nach vorne treiben. Auf der 10 hätte ich Arda Güler, der soll die Steckpässe spielen oder das Spiel verteilen von links nach rechts. Der soll natürlich auch einen Abschluss suchen oder flanken, wenn ein Jude Bellingham mal in den 16er reinkommt. Ja, oder natürlich auch die Pässe vorne auf die Stürmer geben. Meine Stürmer wären heute Abend Kylian Mbappé und Gonzalo Garcia. Die Brasilianer, Militão in der Innenverteidigung, aber Vini und Rodrigo kommen gerade von einer riesen Länderspielpause. Die sollen sich ruhig mal ausruhen. Die können in der zweiten Halbzeit kommen, um für frischen Wind zu sorgen. Aber ich möchte offensive Außenverteidiger haben. Ich brauche dann natürlich auch kopfballstarke Spieler in der Box. Das wäre vor allem ein Gonzalo Garcia oder ein Jude Bellingham, wenn der aus der zweiten Reihe in den 16er kommt, seine Stärke ausspielt. Und ein Kylian Mbappé muss sowieso immer spielen, vor allem in der Verfassung. Vielleicht macht er genauso ein Traumtor wie gegen Aserbaidschan. Ja, das wäre also die Aufstellung, die ich machen würde, wenn ich Trainer von Real Madrid wäre. Ja, und du kannst mir gerne deine Meinung zu meiner Aufstellung in den Kommentaren lassen, auch zu Cristiano Ronaldo oder den anderen Themen in diesem Video. Sollte dir dieses Video gefallen haben, lass doch ein Like da, teilen, kommentieren und wenn du noch kein Follow da gelassen hast, drück drauf. Support ist kein Mord. Wir sehen uns heute Abend beim Watchalong. Ich freue mich drauf. Bis dahin. A la Madrid!